Zypern oder Malta, diese zwei Länder tauchen auf allen Listen immer und immer wieder auf, wenn es darum geht, in nette Länder umzuziehen, die steuerlich günstiger sind als Deutschland. Und heute wollen wir die zwei Länder mal in den direkten Vergleich stellen, um rauszufinden, was ist denn besser, fundamental. Sebastian, schön, dass du wieder dabei bist. Du hast ja selber zweimal für ein Jahr in Malta gelebt. Bist du ein bisschen voreingenommen? Ja, also da ist sicherlich was dran. Ich bin sicherlich voreingenommen. Sicherlich habe ich persönlich und wir auch als Kanzlei mehr Bezugspunkte nach Malta aufgebaut als nach Zypern. Wie gesagt, mein Bruder Philipp ist ja bekanntlich 2011 von London nach Malta umgezogen. Und dann haben wir dort Dr. Werner und Partner aufgebaut. Ich habe dann zweimal mit meinen Kindern jeweils für ein Jahr in Malta gelebt, um da beim Aufbau zu helfen. Also ich bin definitiv nicht unbefangen, was dieses Thema anbelangt. Aber trotzdem, also Zypern ist nicht schlecht. Wir sind nicht festgelegt, beraten komplett ergebnisoffen. Super, ich dachte mir, ich gebe dir ein Schlagwort und du erzählst so ein bisschen was für beide Länder dazu. Ist okay? So machen wir das, genau. Körperschaftssteuer. Wie sieht es da im direkten Vergleich aus? Ja, Zypern haben wir 12,5%, in Malta 5%. Um die 5% in Malta zu erreichen, braucht man allerdings eine doppelsteuerige Struktur. Das ist in Zypern nicht notwendig. Bleiben wir bei Unternehmen. Quellensteuer auf ausfließende Dividenden, sowas ganz Komplexes. Gibt es weder in Zypern noch in Malta. Wow, das ist ja sehr, sehr einfach. Wie ist es mit IP-Box und Steuern auf Lizenzeinnahmen? Also in Malta gibt es keine spezielle Regelung. Man muss also hier mit 5% Steuer rechnen auf solche Erträge. Okay. Zypern ist hier attraktiv und hat eine IP-Box mit 2,5% Besteuerung. Allerdings muss man eben komplexe Vorschriften bei allen IP-Boxen nach OECD-Standard beachten. Das IP muss also tatsächlich dort in Zypern vor Ort entwickelt worden sein. Man kann nicht einfach sagen, ich verschiebe jetzt da mal hier eine Software hin, die ich irgendwo entwickelt habe. Ja, es muss tatsächlich dort entstanden sein. Ich muss dort vor Ort ein Team haben mit Programmierern, die das alles programmiert haben und so. Nur dann kann ich die IP-Box dort legal nutzen. Wie sieht es mit der globalen Mindeststeuer von 15% aus? Weil hier stehen Malta und Zypern dazu. Ja, man kann davon ausgehen, dass beide Staaten hier große Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Umsatz entsprechend besteuern werden. Lass uns jetzt über natürliche Personen uns kurz unterhalten. Mit dem normalen Einkommenssteuersätzen befassen wir uns erst gar nicht, weil wir davon ausgehen, dass alle Mandanten, die nach Malta oder Zypern umziehen, den Non-Dom-Status verwenden. Wie lange ist der denn verwendbar in den einzelnen Ländern? In Zypern 17 Jahre, in Malta unbeschränkt. Gibt es eine Mindeststeuer oder eine Pauschalsteuer in einem der Länder? Gibt es in Zypern nicht. In Malta müssen mindestens 5.000 Euro Steuern bezahlt werden, wenn man den Non-Dom-Status nutzt. Für die meisten Mandanten ist es im Grunde genommen irrelevant. Die lassen sich so bei ihrer maltesischen Gesellschaft anstellen für ein kleines Gehalt. Sagen wir mal 2.500 Euro oder so im Monat und dann ist sowieso dann die Mindeststeuer dann von 5.000 Euro pro Jahr bezahlt. Wir haben schon über Non-Dom-Status gesprochen. Welche Einkommensarten sind dann davon betroffen oder auf welche ist es beschränkt? In Malta sind es tatsächlich alle Auslandseinkünfte ohne Inlandsbezug, Gehaltszahlung, Krypto, Dividenden, Veräußerungserlöse, einfach alles, was jetzt nichts irgendwie mit einer Tätigkeit auf Malta zu tun hat. Zypern ist spezifischer. Veräußerungserlöse beim Verkauf von Wertpapieren zum Beispiel sind in Zypern ohnehin steuerfrei, auch ohne Non-Dom-Status. Der Non-Dom-Status befreit dann also zunächst mal von einer sogenannten Special Defense Tax, eine Steuer auf Dividenden. Bei Krypto ist die Lage so in gewisser Weise unklar. In Zypern ist es ein Wertpapier oder nicht. Aber man sagt im Grunde genommen, ja, es ist also ein Wertpapier, also steuerfrei. Und auch in Zypern sind Gehaltszahlungen für außerhalb von Zypern geleistete Tätigkeiten ebenfalls steuerfrei, wenn diese mehr als 90 Tage andauern. Ja, also das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Auslandsgesellschaft irgendwo habe, nicht in Zypern natürlich, und ich halte mich dann vielfach im Ausland auf, Zypern muss ja nur 60 Tage sein, und ich bekomme dann von der Auslandsfirma irgendwie 100.000 Gehalt, dann sind diese auch in Zypern steuerfrei, wenn ich länger als 90 Tage außerhalb von Zypern bin. Fiktive Situation, ich bin als hauptberuflicher Trader in Malta oder Zypern am Leben und muss keine Steuern bezahlen. Richtig? Falsch?
Also eigentlich ist es falsch, denn eigentlich sind es gewerbliche Einkünfte und man muss Einkommensteuer bezahlen in beiden Ländern. Aber natürlich muss man ganz klar sagen, viele leben in Malta und Zypern und traden. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, wenn man es ganz genau haben will, muss man halt eine Firma gründen. Dann zahlt man in Zypern 12,5% und in Malta 5%. Aber natürlich, wie gesagt, viele leben dort und traden und es interessiert niemanden. Wir haben ganz kurz schon darüber gesprochen, Non-Dom-Status, wie lange muss man dort sein, um diesen Status erhalten zu dürfen? Also in Zypern muss man sich 60 Tage aufhalten. In Malta gibt es keine fixe Anzahl von Tagen. Es ist also nicht definiert. Ganz klar natürlich, es sollte die Wohnung, die man dort hat, die einzige Wohnung sein, die man weltweit langfristig angemietet hat oder nutzt. Und als guter letzte Frage, Erbschaftssteuer, wie sieht's da aus? Also Erbschaftssteuer gibt es in beiden Ländern nicht. Gegebenenfalls wird eine Grunderwerbsteuer fällig, wenn man dort belegene Immobilien überträgt. Also das heißt, wenn ich eine maltesische Immobilie habe, ich lebe auf Malta, ich versterbe, ich übertrage die an meine Erben, wird keine Erbschaftssteuer fällig, aber ein paar Prozent eben hier an Grunderwerbsteuer muss dann bezahlt werden. Nichts ist so sicher wie der Tod und die Steuer. Zu guter Letzt dein Fazit, wo sollst du hinziehen? Also wie gesagt, ich bin ja nicht unabhängig, ich bin nicht wirklich unvoreingenommen. Es hat natürlich einen Grund, warum wir unsere Zelte in Malta damals aufgeschlagen haben und nicht in Zypern. Aus unserer Sicht, Malta hat ein besseres Image, ist besser erreichbar, ist kleiner, kompakter, 5% niedriger Steuersatz. Die Strukturkosten natürlich in Malta höher und man hat diese sogenannte Minimalsteuer. Daher würde ich sagen, als Kompromiss, für Mandanten, die mehr als 250.000 pro Jahr Gewinn erzielen, ist sicherlich Malta besser. Für alles darunter möglicherweise Zypern. Das ist doch mal ein Wort. Vielen, vielen Dank. Auf geht's nach Malta. Bis bald, Sebastian. Bis bald. Okay. Ich hätte so eine Strichliste irgendwo führen sollen. 1 für, weißt du, Malta und Zypern, je nachdem, wie sie in der einzelnen Frage abstrichen. Müssen wir vielleicht nochmal machen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.